Es gibt Ereignisse, die plötzlich das ganze Leben verändern. Die sind so gravierend, dass wir danach unsere Lebensgeschichte neu aufteilen. Das war ich, bevor das passiert ist, und das bin ich, nachdem das passiert ist. Manchmal kann es sein, dass wir von solchen Ereignissen traumatisiert zurückbleiben. Trauma ist nämlich kein Ereignis an sich, sondern unsere Reaktion auf das überwältigende Ereignis. Somit können wir auch von schweren Krankheiten, Verkehrsunfällen oder zum Beispiel auch öffentlichen Bloßstellungen traumatisiert werden. Ebenso wie von Krieg und das Miterleben von Naturkatastrophen. Wenn das passiert, dann heilt die Zeit keine Wunden mehr. Wir fühlen uns fremd und entrückt von der Welt, alles fällt auseinander und am schlimmsten, wir fühlen uns als Feind im eigenen Körper. Wir verstehen nicht mehr, was überhaupt in unserem eigenen Körper passiert. Und die Frage ist, warum ist das alles so? Warum fühlen wir uns so? Was passiert bei einem Trauma im Gehirn? Unser Gehirn verändert sich jeden Tag ein bisschen. Jeder Gedanke, den wir denken, jede Aktivität, die wir machen, alles, was wir sehen, hören, fühlen, schmecken, aber eben auch in unserem Körper empfinden, all das wird gespeichert. Wenn wir aber etwas immer und immer wiederholen, dann sieht man dann auch wirklich Veränderungen im Gehirn. Also die Veränderungen, die dann auftreten, wenn wir eine neue Gewohnheit lernen, wenn wir immer wieder Sport machen oder eben auch Veränderungen in negative Richtung, wenn wir viel grübeln und viel schlecht über uns nachdenken. Das kann dann auch zu einer Gewohnheit werden. Also das Gehirn lernt vom Prinzip her durch Wiederholungen. Aber manchmal reicht ein einziges Ereignis aus, um das Gehirn von jetzt auf gleich grundauf komplett zu verändern. Wie es funktioniert, wie es mit dem Körper interagiert, wie es auf die Welt reagiert. Das ist dann die traumatische Reaktion und sämtliche normalen und gesunden Prozesse brechen zusammen und alles läuft nur noch chaotisch. Und da stellt sich die Frage, wie kann das sein? Wie passiert das? Wie gut wir uns an einzelne Ereignisse erinnern, hängt davon ab, wie unser Körper-Arousal ist, also diese Aufgewühltheit. Wenn ich zum Beispiel einen Bungee-Sprung mache, dann bin ich natürlich sehr aufgewühlt und habe auch Angst und dann bin aber auch euphorisch danach. Also es ist eine enorme Energie, die da freigesetzt wird in Form von Emotionen. Und das ist dann eben dieses Arousal. Deswegen erinnern wir uns an diesen Bungee-Sprung auch noch sehr, sehr gut lange danach. Das geht aber auch in die andere Richtung. Wenn wir uns verletzen, irgendwie eine Schnittverletzung oder hingefallen sind und ein Bein gebrochen haben, dann war natürlich auch viel Angst oder Unsicherheit. Oh Gott, was passiert jetzt hier mit mir? All das sind eben auch Sachen, die dazu beitragen, dass ihr euch an Verletzungen besser erinnern könnt als jetzt an normale Alltagserlebnisse. Also je mehr Arousal, je mehr Aufgewühltheit, was vom Prinzip her Adrenalin ist, desto besser können wir uns daran erinnern. Das Ganze funktioniert aber nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann kippt das alles. Wenn uns dann etwas passiert, was wirklich plötzlich kommt, meistens sehr unerwartet und uns komplett überwältigt zurücklässt, dass wir das Gefühl haben, wir können nichts machen, um aus dieser schrecklichen Situation zu fliehen, sei es irgendwie bei einer Naturkatastrophe, bei einer Krankheit, in einer Kriegssituation, bei einer Vergewaltigung, dann bricht dieses ganze System zusammen. Zu viel Adrenalin sorgt dafür, dass das Gehirn einfach überwältigt ist und die normalen Prozesse nicht mehr funktionieren. Und die Sachen, die darauf folgen, erklären dann sämtliche Symptome, mit denen Traumabetroffene zu tun haben. Was passiert also? Erstens, das Angstzentrum geht sofort in kompletten Overdrive. Es ist eine konstante Überlebensreaktion, ein konstanter wahrgenommener Überlebenskampf von diesem Gehirnbereich. Also es ist alles nur noch dieses ganze Reaktive. Und je nachdem, wie wir aufgewachsen sind oder was unsere vorherigen Erfahrungen waren, kann die Amygdala halt eine von 3 Sachen denn vorrangig machen. Wir können kämpfen, also dass wir dann unter Traumafolgen dann besonders aggressiv werden, dass wir explodieren und aus dem Nichts dann wirklich sehr, sehr aggressiv handeln. Zweitens, dieses Flight, dass wir versuchen ständig zu fliehen, dass wir uns bedroht fühlen und ständig versuchen raus aus der Situation zu kommen. Panikattacken ist eine typische Flight, also eine typische Fluchtreaktion. Oder drittens Freeze, die Erstarrungsreaktion. Dass wenn uns alles zu viel wird, dass wir dann irgendwie so gar nichts mehr machen können und uns plötzlich wirklich so wie innerlich kollabieren und uns sehr, sehr schwach und total ausgeliefert fühlen.
Wenn das Angstzentrum einmal im Overdrive ist, dann ist es natürlich auch klar, dass wir schlecht schlafen können. Denn wenn das Gehirn denkt, oh Gott, die Gefahr lauert hier noch um die Ecke herum, dann wird es euch nicht schlafen lassen. Es versucht aber die ganze Zeit, die unglaublich überwältigende Erinnerung doch noch irgendwie abzuschließen und doch noch irgendwie Sinn daraus zu machen. Deswegen haben wir dann als Traumafolge ständig Albträume. Dass das Gehirn versucht, die ganze schreckliche Erinnerung mal abzuschließen, denn das ist genau das Problem. Die Erinnerung, bevor die Erinnerung abgeschlossen werden konnte, ist das ganze System zusammengebrochen. Und das Gehirn versucht die ganze Zeit, das Ereignis von Anfang bis zum Ende mal abzuspielen, um das mal abzuschließen und als normale Erinnerung abspeichern zu können. Aber genau das funktioniert halt beim Trauma nicht. Es bricht halt vorher immer wieder zusammen. Also Angstzentrum und Overdrive, wir können schlecht schlafen, wir haben ständig Albträume. Es führt dazu, dass wir ständig Angst- und Panikattacken haben. Und dadurch, dass die Erinnerung nie richtig abgespeichert werden konnte, können wir uns an dieses traumatische Ereignis jetzt nicht so erinnern wie jetzt an eine normale positive Erinnerung. Es ist denn eher, dass die hohen Gehirnzentren nicht darauf Zugriff haben, deswegen können wir auch nicht wirklich darüber reden. Was aber passiert ist, dass die Erinnerung in Form von Körpersymptomen gespeichert ist. Also dieses blanke Entsetzen, dieser Horror, dieser Terror, das ist alles gespeichert als Körperempfindung. Und das ist eben auch der Grund, warum wir uns nicht mehr zu Hause im eigenen Körper fühlen. Also ständig ist eben diese Erinnerung da an dieses schreckliche Ereignis in Form von einer Körperempfindung. Und wir fühlen uns einfach nur schrecklich die ganze Zeit im Körper. Denn na klar, es ist die Erinnerung an dieses schreckliche Ereignis, das die ganze Zeit im Körper bleibt. Der Moment, an dem wir am meisten Angst hatten und an dem wir am meisten Terror und Panik gefühlt haben, dieser Moment bleibt halt die ganze Zeit wach und hört einfach nicht auf. Deswegen ist eben auch zu erklären, dass Traumabetroffene alles tun, um von diesem Terror mal eine kurze Pause zu bekommen. Das kann man entweder machen, indem man sich betäubt, also ganz viel am Handy, ganz viel irgendwelche Online-Spiele, um bloß endlich mal ein bisschen Pause zu bekommen, oder in die andere Richtung, Sensation Seeking, dass dann Betroffene noch mehr Emotionen drauflegen, dann zum Beispiel riskantes Autofahren, dass das dann eben Gefühle sind, mit denen sie was anfangen können, dass sie dann eben wissen, okay, ich fühle mich jetzt so, weil ich jetzt gerade riskant Auto fahre und nicht mehr diesen unbekannten, diesen undefinierten Terror im Inneren habe. Und wenn das Angstzentrum in Overdrive ist, dann sorgt das dafür, dass das logische Denken ausgestellt ist. Normalerweise ist das ja auch ganz sinnvoll, wenn ich in der Natur jetzt einem Löwen gegenüberstehe, dass ich dann nicht erst überlege, okay, ich könnte jetzt da lang laufen, dann ist aber da vielleicht ein Berg, ich weiß nicht, ob ich da so schnell hochlaufen kann oder in die andere Richtung. Ehe man da fertig überlegt hat, dann ist man schon längst aufgefressen. Also es macht Sinn, dass das Angstzentrum im Falle des Falles in einer wirklichen Bedrohung das logische Denken ausstellen kann. Aber das Problem ist, dass bei einem Trauma das Angstzentrum auf ein vergangenes Ereignis reagiert, als ob es in der Gegenwart ist. Das Trauma, dieses schreckliche Ereignis, ist schon vorbei, aber die Amygdala, das Angstzentrum, denkt die ganze Zeit, es ist gerade jetzt. Und wenn es die ganze Zeit diese Gefahr sieht im Jetzt, dann stellt das die ganze Zeit eben das logische Denken aus. Und dadurch, dass dann eben das logische Denken ausgestellt ist, können wir das auch nicht auf einer Zeitachse einordnen. Also wir haben das Gefühl, uns wird es immer so gehen, uns wird es immer so schrecklich gehen. Es gibt keinen Ausweg, es gibt keine Hoffnung. Also diese unglaubliche Hoffnungslosigkeit, die spielt da natürlich dann auch mit rein. Und weil die höheren Gehirnregionen nicht funktionieren, macht es auch überhaupt keinen Sinn, über ein Trauma zu reden. So, und ein Zentrum, das zum Anfang ausfällt, der Thalamus, der dafür zuständig ist, um alle Informationen zu integrieren und zu einem Erinnerungspaket abzuspeichern, der funktioniert dann halt auch nicht mehr so richtig. Der ist dafür zuständig, auch so ein bisschen Sinnesreize auszufiltern. Und genau der funktioniert unter einem Trauma auch nicht mehr. Es wird einfach komplett fast alles reingelassen und das ist einfach viel zu viel. Wir fühlen uns dann ständig überstimuliert, alles ist zu viel, wir können das gar nicht mehr einordnen und ja, wir wollen uns eigentlich nur noch zurückziehen und die normale Welt ist einfach unglaublich viel und laut und einfach nur belastend.
Und das ist grob gesagt das, was bei einem Trauma passiert. Es passiert ein Ereignis, das uns meistens total unerwartet dann widerfährt, muss aber nicht sein, was uns aber total überwältigt, wo wir das Gefühl haben, wir haben nichts in der Hand, wir können unser Schicksal hier gerade nicht steuern und wir fühlen uns existenziell bedroht. Wir fühlen uns wirklich so, als ob wir das hier nicht überleben könnten. Deswegen bricht dieser ganze normale Verarbeitungsprozess vom Gehirn zusammen. Es wird keine normale Erinnerung gespeichert, die Erinnerung zerfällt in Splitter. Die werden dann als Körperempfindungen, als Terror, als unglaubliche Panik und Angst gespeichert, was aber eben alles unbewusst, also was eben alles nicht auf sprachlicher Ebene abgerufen werden kann. Ich kann nicht sagen, ich fühle mich jetzt hier irgendwie erinnert an mein traumatisches Ereignis, weil ich mich hier kalt im Brustbereich fühle. Nein, es ist eher so, dass man fühlt sich halt einfach nur schrecklich in seinem Körper. Man weiß nicht, warum man sich schrecklich fühlt. Unser Stresslevel ist viel, viel zu hoch für eine viel, viel zu lange Zeit. Und da stellt sich natürlich die Frage, was kann man machen, um da wieder rauszukommen? Gespräche helfen ja nicht. Und der Ausweg ist wirklich, dass man dem Körper zeigen muss, dass dieses Ereignis vorbei ist. Dass er nicht mehr dagegen kämpfen muss, dass er nicht mehr versuchen muss, uns zu verteidigen und in ständiger Alarmbereitschaft zu halten. Und wie man das macht, ist, dass man im Hier und Jetzt verankert sein muss. Also hier und jetzt bin ich ja sicher. Man kann die Vergangenheit nicht verändern, aber wir können unsere Reaktion auf dieses vergangene Ereignis verändern. Und nach kann man dann immer wieder mehr zurückgehen und man fühlt sich weniger unter Stress, weniger angespannt. Und das Gehirn lernt, okay, ich bin sicher und ich kann jetzt die Erinnerung zusammenführen und abschließen. Und eine Möglichkeit, wie das sehr gut funktioniert, ist eben mit EFT-Tapping. Ich habe selbst mein Trauma so mit EFT-Tapping bearbeitet und wenn das passiert, fühlt sich das wirklich so an, als ob man nach einer langen, langen Zeit endlich wieder mal auftauchen kann und Luft holt. Zum ersten Mal seit langem wieder atmen kann. Und wenn dich das alles interessiert, abonniere gerne den Kanal. In der nächsten Zeit möchte ich mich mehr mit Trauma befassen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne her damit. Wenn etwas unklar geblieben ist, dann schreibt mich gerne an oder in die Kommentare. Ich antworte sehr, sehr gerne auf alle Fragen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.